willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir ein Roggenmischbrot mit Sauerteig und Hefe. Dafür die Hefe zunächst in ein hohes Gefäß bröseln. Ich habe hier einen halben Würfel genommen und dann zusammen mit einem Teelöffel Zucker und 150 ml lauwarmem Wasser verrühren. Bis sich Hefe und Zucker im Wasser aufgelöst haben. Als nächstes 300 Gramm Roggensauerteig in eine Rührschüssel geben. Wie ihr den Sauerteig selber herstellen bzw. ansetzen könnt, habe ich euch ja in meinem letzten Video schon gezeigt. Das werde ich aber auch nochmal unter und hier im Video verlinken. Wem die Sauerteigherstellung zu langwierig ist, kann diesen auch einfach in jedem größeren Supermarkt in der Backabteilung kaufen. Zum Sauerteig dann noch 50 Gramm Roggenmehl und 300 Gramm Weizenmehl geben. Außerdem die Hefe-Wasser-Mischung dazu gießen und einen gehäuften Teelöffel Salz dazu. Alle Zutaten dann mit Hilfe einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken zu einem glatten und klebrigen Teig verarbeiten. Den Teig anschließend mit einem Teigschaber von der Schüsselwand lösen und mittig in der Schüssel zu einer Kugel formen. Dann mit einem Küchentuch bedeckt an einem warmen Ort eine Stunde lang gehen lassen. Währenddessen die Auflaufform mit einem passenden Bogen Backpapier, eventuell müsst ihr den zuschneiden, auslegen und danach zur Seite stellen. Nach einer Stunde sollte der Teig sein Volumen in etwa verdoppelt haben, so wie hier zu sehen. Dann die Arbeitsplatte ordentlich einmehlen und den klebrigen Teig auf die bemehlte Fläche geben. Nochmal etwas Mehl drumherum und auf dem Teig verteilen. Und dann mit den Händen von außen nach innen ziehend durchkneten und so den Teig von allen Seiten mit Mehl bedecken. Dann eine Kugel aus dem Teig formen und in die vorbereitete Auflaufform geben. Die Auflaufform nochmals mit einem Küchentuch bedecken und für weitere 20 bis 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Währenddessen den Backofen schon mal auf 250 Grad Ober-Unterhitze vorheizen und kurz vor dem Backen das Brot dann ein paar Mal, ungefähr 2 oder 3 Schnitte, circa 1 cm tief, einschneiden. Die Auflaufform dann mit einem Deckel abdecken und so im vorgeheizten Backofen 30 Minuten mit Deckel backen. Das Brot dann herausholen, den Deckel abnehmen und jetzt nochmal ca. 5 bis 10 Minuten weiter backen, aber immer mal wieder in den Ofen schauen, damit das Brot nicht zu dunkel wird. Danach aus dem Ofen holen und samt Backpapier auf ein Kuchengitter geben und abkühlen lassen. Und sobald das Brot dann abgekühlt ist, schneiden wir es mal an. Von außen richtig knusprig und kross. Und von innen wunderbar weich und fluffig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.